Herzlich willkommen bei Selbermachen. Heute gibt's was ganz Feines, einen polnischen Borscht. Das ist eine rote Beete-Suppe nach dem Rezept von meiner Mutter. Und die hat's wiederum von ihrer Mutter. Was ihr dafür braucht, findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos. Na dann mal los. Zuerst machen wir eine schöne Fleischbrühe. Dazu könnt ihr Rippchen, Beinscheiben oder einfach Suppenfleisch nehmen. Etwas gesalzen und mit Wasser aufgegossen, kocht das erstmal eine Weile. In der Zwischenzeit bereiten wir das Gemüse vor. Wir brauchen dafür 3 bis 4 rote Beeterüben, 2 Möhren und eine Petersilienwurzel. Die rote Beete färben sehr stark und darum habe ich hier Einmalhandschuhe an. Ich benutze auch eine Unterlage für den Tisch, um die Tischdecke nicht einzufärben. Zuerst werden 3 rote Beeten geschält und in unregelmäßige Stücke geschnitten. Eine Rübe wird grob gerieben und mit einem Esslöffel Essig konserviert. Die 2 Möhren und die Petersilienwurzel schneide ich in kleine Scheiben. Das Fleisch hat seit einiger Zeit schon gekocht und jetzt gebe ich das Gemüse zur Brühe dazu. Die geriebene rote Beete hebe ich mir für den Schluss auf. Dann noch ein Esslöffel Essig dazu, 2 Teelöffel Zucker und je nach Geschmack 1 bis 2 Teelöffel Salz. Etwas Pfeffer aus der Mühle sowie ein Lorbeerblatt. Alles umgerührt und den Deckel drauf lasse ich das erstmal eine Weile kochen. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal die Stampfkartoffeln vor. Mehlig kochende Kartoffeln, etwas Butter rein, etwas Milch dazu und stampfen. Die Stampfkartoffeln gibt es nachher zur Suppe auf einem extra Teller. Die Suppe wird jetzt so lange gekocht, bis die rote Beetestückchen einigermaßen weich sind. Am Schluss kommt die geriebene Rübe dazu. Wenn man keine frischen rote Beeten hat, dann kann man noch etwas rote Beetensaftkonzentrat dazugeben. So, jetzt werden die Zwiebeln angebraten, etwas Speck dazu, das Ganze in viel Butter und das kommt nachher über die Kartoffeln. Jetzt wird die Suppe nur noch etwas angedickt und verfeinert. Dazu löse ich 3 bis 4 Esslöffel Mehl in Wasser auf und verrühre einen halben Becher Sahne mit einem Eigelb. So, das Fleisch kann jetzt schon mal rausgenommen werden, das brauchen wir nicht mehr. Und auch das Lorbeerblatt. Das gelöste Mehl wird jetzt eingerührt und die Suppe nochmal ordentlich aufgekocht. Ob da jetzt 1, 2 Mehlklümpchen dabei sind, ist eigentlich egal. Am Schluss wird noch das Sahneei untergerührt. Dadurch erhält der Borscht eine schöne helle Färbung. Tja, und damit sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt kann aufgetischt werden. Wie bereits gesagt, der Teller Suppe wird extra serviert und auf dem kleinen Teller die Stampfkartoffeln mit Speck und Zwiebeln und viel Butter. Tja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch schmecken, guten Appetit und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Denn ich habe noch weitere Videos auf Lager mit polnischen Gerichten nach Mamas Art. Also dann, tschüss, macht's gut.